Oh ja, ich hau das um, das Glas. Du bist ja auch eine umwerfende Person. Achso. Herzlich willkommen zur 6. Folge des Kreativdepot Podcast. Heute beschäftigen sich Jessica und Piet zuerst mit Embossingpulvern und tauchen danach in die Welt der Pasten ein. Es wird geschmiert, getestet und gestaunt. Gewürzt wird diese Bastelsession mit Informationshäppchen und flotten Sprüchen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Letzte Folge hatten wir gesagt, dass ich dir das noch einmal zeigen möchte mit den Oxyden und den Embossingpulver. Mhm. Ich habe jetzt heute alles mal mit zu dir gebracht. Ja, wir nehmen nämlich noch mal einmal ausnahmsweise hier bei mir auf und nicht im Lager. Ja. Und dann würde ich sagen, zeigst du mir einmal kurz, was du aus der letzten Folge mitgenommen hast. Was brauchst du für den Untergrund, Oxyde und so? Oxyde und so, also du hast da was gefaselt von diesen, du machst erst diesen Clear oder Dings zum Beispiel drauf. Also pass auf, du hast ein Embossing-Stempelkissen in der Hand. Ja, genau. Stempelkissen hatten wir ja schon. Genau. Und das quasi ist halt nur für Embossingpulver halt da. Da gehst du mit dem Stempel halt rauf. Genau, ja, genau, so meine ich. Gehst dann auf ein Blatt Papier und dann hinterlässt das quasi so einen kleinen, also leichten, klebrigen Abdruck. Mhm. Und damit gehst du dann mit dem Embossingpulver rüber, Ja. streust das einmal schön dicht, kippst das ganze Embossingpulver einmal ab, Ja, tippst von hinten einmal schön an das Papier ran, damit auch so die letzten kleinen, schönen Körnerchen runterfallen. ja. Und dann gehen wir mit dem Föhn rüber. Das ist ja schön, mein lieber Föhn. Ja, denn... Und dann ging es ja dann mit dem Oxid quasi nochmal Und dann gehst du mit dem Oxyden rüber. Genau, und das ist auch noch hängen geblieben. Genau. Ich bin gespannt. Ja, du kannst loslegen. Ich leg mal los. Also du hast jetzt hier dieses, das heißt auch einfach Embossing and Watermark Ink Pad. Wir haben das einmal von The Stamp Market und einmal von Wow. Wow. Und ich bin halt so, The Stamp Market habe ich einmal mal gekauft und ich finde es gut. Das probieren wir mal aus. Ich machte schon mal das kleine Döschen auf mit dem Embossing-Pulver. Ja. Wir haben ein schönes Weiß genommen. Du siehst fast gar nichts, ne? Nee, man sieht jetzt das U, also es soll ein U sein und das kann man noch so halbwegs sehen, aber das Geschnörkel drumherum nicht. So. Contenance. Das muss ich jetzt da einmal schön... Einmal schön drüber streuen. Kann schon ein bisschen mehr. Ja, ich Ist ein denke bisschen zaghaft. jetzt einfach ans Kochen und dass das Salz wäre. Genau, ja, das kannst du so lassen. Mhm, okay. Ich habe dir jetzt auf dem Ablagepapier, was da unterliegt, so eine kleine Kante schon reingeknickt. Siehst du das? Zum Abkippen. Und kippst jetzt einmal das kleine Papier Ja. mit dem Pulver einmal schön auf das große. Oh ja, man sieht's. Und jetzt genau einmal schön von hinten tippen. Sehr Fertig. schön. Ja, sieht man. Das steht jetzt richtig empor. Ja, cool. Jetzt können wir das wieder abfüllen ins Döschen. Genau, deswegen diese kleine Knickkante. Also das ist auch Embossingpulver, so ein Döschen, das hält auch richtig lange. Wie du vielleicht auch gerade so siehst. Weil eigentlich Ja. brauchst du gar nicht so viel Pulver. Ja, mega. Sehr feines Puder, kann man schon wirklich sagen. Ne? Also, Gibt es auch grobkörnig. ach so, okay. Also da gibt es Unterschiede. Auch. Ja, definitiv. Definitiv. Okay. Und von den Distress-Oxyden gibt es selber auch Embossingpulver. Und wenn du das föhnst, wird das durchsichtig. Aha. Also dann hast du ein Blau zum Beispiel und das wird so durchsichtig blau. Kannst du schön da durchgucken. Okay. So, jetzt darfst du den Föhn benutzen. Please start your engines. Kann man uns doch hören? Ja, ein bisschen weiter weg. Ja, genau. Und schön, jetzt siehst du langsam, wie sich die Oberfläche verändert. Siehst du das schon? Ja, es wird ein bisschen glitzernd. Es schmilzt. Es schmilzt, genau. Es brennt sich quasi in das Papier ein. Und du siehst ganz genau, wo du schon warst und wo du noch nicht warst. Ich glaube, ich habe alles. Dann kannst du den Föhn wieder ausmachen. Ich mach den Föhn mal aus! Okay, der Föhn ist aus. Entschuldigung für die Lärmbelästigung. Ja. So. Und jetzt geht's schon mit dem Oxid drüber quasi. Jetzt kannst du mit dem Oxid drüber gehen. Wir schließen den Deckel von dem einen und öffnen den Deckel von dem anderen.
Wir haben wieder Dusty Concorde, Ja, unser Lila. Ich dachte, das fandest du ja so schön. Ja, das finde ich auch schön. Ja, das nehme ich nochmal mit. Und dann kreise ich erstmal auf dem Kissen. Also du hast es nicht verlernt. Nein, ich habe den Dreh im wahrsten Sinne des Wortes noch raus. Und leicht, ja, genau. Und jetzt siehst du es auch. Jetzt kommt es schön durch. Jetzt kommt's durch, ja. So. Tada! Tada! Yay! Interessant. Könnte man jetzt irgendwie zum Beispiel die Schrift, weil da ist ja jetzt ja auch die Farbe mit drauf, kriegt man das sonst auch noch zur Not irgendwie runter? Ich denke mal schon, dass du, Und guck mal, einfach wenn mit- du rüber gehst, dann wird es weiß. Du kannst die Farbe, also ich mache das jetzt einmal mit einer Fingerkuppe. Ja. Du kannst wahrscheinlich auch einfach mit einem Tuch rübergehen. Und dann nimmst du die Farbe wieder runter. Wieder was gelernt. Ja, aber ich finde das ziemlich cool. Und gibt es das jetzt zum Beispiel auch nur so in weiß und clear oder gibt es das auch noch in das verschiedenen gibt's Farben? In so viele unterschiedlichen Farben. In matt, in glänzend, in allen möglichen Farbenvariationen, wie du es möchtest. Mhm. Okay. Also es gibt auch gemischte Farben. Auch, wie gesagt, grobkörniges, feines, durchsichtiges. Also mit Embossingpulver, da kannst du echt schon viel machen. Ja. Und du hast wie bei den Stempelkissen, ne? Eine riesengroße Farbpalette, die du halt haben kannst. Cool. Und was jetzt das Emboss an sich angeht, jetzt hier in dem Fall ist es von Stamp Market, gibt es da Farben oder gibt es das wirklich quasi nur in weiß und in clear in dem Sinne? Du meinst quasi das Stempelkissen? Das Kissen, ja. Das ist nur durchsichtig. Das ist nur durchsichtig, Ja, aber du kannst Stifte noch dazu kaufen, die dann auch durchsichtig sind, wenn du selber was schreiben möchtest oder irgendwie Ach was so. korrigieren möchtest. Also es gibt nicht nur das Stempelkissen, sondern auch einen Embossing-Stift. Cool, das heißt, du kannst auch mit deiner eigenen Handschrift Genau. quasi einen Schriftzug machen und Ja. ja, Und das das ist natürlich Embossen. auch, das ist cool. Was natürlich richtig schön ist, wenn du das zum Beispiel auf Hochzeitskarten machst oder sowas halt, ne? Ja. So zur Hochzeit oder die Namen mit rein, wenn du eine schöne Handschrift hast. Ist das mega. Das ist super und personalisiert noch dazu, Richtig. gerade bei solchen Machst Karten. schön in Platinum oder in Gold, in Silber, je nachdem gerade so. Ja. Ja, so Gold zum Beispiel finde ich sehr interessant oder Silber, denn halt bei einer Silberhochzeit wird es ja super passen, ne? Ja, es gibt auch so ein schönes Weiß-Pearl, das ist auch richtig schön. Oh ja. Und wie gesagt, Platinum ist einfach halt auch richtig cool, weil das so eine Mischung einfach ist. Es ist nicht zu doll Gold, es ist nicht zu doll Silber, es ist so ein schönes Zusammenspiel, was eigentlich schön für zum Beispiel Hochzeitskarten wirklich halt ist. Ja, Oder Geburtstagskarten oder sonst was. cool. Ja, also du kannst einfach halt auch viele Sachen wirklich so kombinieren halt mit so Oxiden und Embossingpulver halt, ne? So viel zum Thema Embossen. Als nächstes geht's zu den Pasten. Aber vorher gehen wir wieder zu unseren Herzhüpfern der Woche. Also was unser Lager- und Bastelfeen diese Woche eine besondere Freude gemacht hat. Mein Herzhüpfer heute ist, dass mein Sohnemann Geburtstag hat und es hier Kuchen gibt. Mein Herzhüpfer ist, dass die neuen Acrylblöcke da sind. Mein Herzhüpfer diese Woche ist, dass unsere Siegelsachen endlich angekommen sind. Mein Herzhüpfer diese Woche ist, dass ich sehr gerne hier heute war und auch die letzten 2 Tage. Und ich habe mich super gefreut, es gab Kuchen. Und heute gibt es schon wieder Kuchen. Mein Herzhüpfer ist, wenn die Technik funktioniert. Ja, aber in diesem Fall leider nicht. Denn ab diesem Moment ist leider Jess' Mikrofon ausgefallen, was wir lange Zeit erst nicht bemerkt haben. Deswegen bitte ich den Ton ein bisschen zu entschuldigen. Jess klingt jetzt ein bisschen aus dem Off. Ich wünsche euch aber trotzdem jetzt weiterhin viel Spaß. So, So, das war das zu den Oxyden und Embossien. und Embossen. Das finde Ja, Embossen kann man gar nicht so, also kann ich jetzt gar nicht so viel sagen. Wie gesagt, also das, was ich dir erzählt habe, das ist halt so das, was ich weiß. So wie ich mit Embossingpulver halt arbeite. Ja. aber es ist trotzdem interessant. Es steht sogar nur anders geschrieben dein Name drin. Yes, you can. Ja, habe ich special vor mir ausgesucht. Guck. Jetzt haben wir gesagt, wollten wir Pasten machen. Ja, genau. Pasten. Mit Schablonen. Genau. Also ich weiß nicht, wir haben nämlich erst im Lager nochmal drüber gesprochen, ich und Kerstin, ob man noch eine andere Möglichkeit hat, irgendwie Pasten auszuprobieren. Wir sind aber beide bei Schablonen hängen geblieben. Also okay. ich benutze eigentlich Paste immer in Kombi mit einer Schablone. Ja. Ich habe mal hier Schablonen wieder mitgebracht, du kannst dir ja mal eine aussuchen. Also ich habe hier Kirschen oder manche sagen ja auch Kirschen.
Dann habe ich hier Papierschiffchen oder Krone. Ich nehme die Krone. Du nimmst die Krone. Ich nehme die Krone. Öffnen. Ich muss einfach nur oben rausziehen. Alexa, öffne die Packung. Okay. Guck, hat sie gemacht. Letztes Mal haben wir doch unsere Schablone festgehalten. Ich dachte, diesmal müssen wir es nicht machen. Ich habe so eine Untermagnetplatte mitgebracht. Das ist die, von der du auch letzte Folge gesprochen hast? Genau. Ja, cool. Das sieht natürlich interessant aus. Entschuldigung. Genau. Also wir haben hier zum Beispiel noch ein Lineal mit dran, das sogar verschiebbar ist. Also ist auch magnetisch. Jo. Und da legt man dann quasi das Papier drauf. Papier, dann deine Schablone. Die Schablone und jetzt einfach die Magneten. Genau. Bub. 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 Fertig. Zu der Paste. Ja. So, wir haben im Shop, grundlegend sind so diese drei, die wir im Shop haben. Einmal durchsichtig glänzend, Ja. durchsichtig matt und weiß matt. Okay. Das sind so die Grunddinger. Dann haben wir noch farbige, das ist die Ising-Paste. Wir hatten auch von Moderscrap ganz viele Pasten, aber die fliegen raus. Achso. Sind gerade im Ausverkauf tatsächlich. Und wir haben Nuvo-Paste. Nuvo-Paste ist auch bunt. Also da haben wir gelb, blau, allen möglichen Farben. Gibt es da jetzt auch von der Beschaffenheit Unterschiede oder sind das einfach nur verschiedene Hersteller? Das sind unterschiedliche Hersteller. Einige sind ein bisschen gröber, andere sind feiner, andere lassen sich ein bisschen besser schmieren. Okay. Andere kannst du gut dafür benutzen, mit anderen Dingen das zu mischen. Zum Beispiel mit Pigmente oder Glitzer. Das machen wir auch tatsächlich gleich. Und ich habe noch eine 3D-Paste mitgebracht. Da heißt es, kann man Hotfoil drüber machen. Heißt? Dass die Folie drüber klebt. Ach so. Aber das zeigen wir, also probieren wir gleich selber mal aus, Ja, wie okay. das funktioniert. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit der normalen weißen Paste an. Du hast einmal Spachtel, haben wir auch unterschiedlich im Shop, weil jeder Spachtel, also es ist ja wie mit einem Bleistift. Ja. Weißt du, mal magst du lieber den Bleistift in der Hand oder mal den Ja, aber ja. das mit dem. Deswegen habe ich dir zwei unterschiedliche mitgebracht. Das eine ist aus Plastik und der andere ist so mit so einem Gummi oben halt dran. Ah, der sieht so ein bisschen aus wie vom Kuchenbacken, wie so ein Mini-Rakel. Genau. Der andere sieht einfach aus wie so einen spitzen kleinen Spachtel, den man Ja, auch so kennt. Beim Maurer. Genau, Ja. zum Verfugen. Ja. Und das Zeug hier, vor allem so von außen, wenn man auf die Dose guckt, sieht aus wie diese Marshmallow-Creme. Kennst du die? Die man auch zum Frühstück... Also es gibt ja Fluff, heißt das. Kenn ich nicht. Das ist quasi der Inhalt eines Schokoschaumkusses, um es politisch korrekt zu sagen. Und das gibt es auch als Brotaufstrich. Okay, Marshmallow-Creme. kenne ich gar nicht. Sausüß. Ja, das kann ich mir Also da sind bestimmt 600 Zuckerwürfel drin. Okay. Wer es mag. Schön. Kinder mögen's. Das kann ich schon mal so sagen. So, dann nehme ich mir jetzt also das und ich würde jetzt einfach mal sagen, ich probiere mal das mit dem Fugenspachtel aus. Mach. Und dann nehme ich mir einfach jetzt was hier Du drauf. nimmst dir einfach was drauf, genau, und dann gehst du schön einmal über deine Folie. Folie sage ich schon. Ja, über die Schablone. Einmal hier so Ja. über die Bereiche. Guck, siehst du, kannst noch sogar mehr nehmen. Ja, ich war da wieder sehr geizig. Er ist sehr vorsichtig. Ich will nichts verschwenden und nachher heißt es, Mensch, was hast du denn da gemacht? Das war viel zu viel. Hä? Ja, kann Aber doch sein. dafür bist du, also ich meine, deswegen machen wir das doch. Kostet alles Geld. Ja, aber es macht ja auch Spaß. Ja, das ist richtig. Aber auch Spaß kostet Geld. Ja. Gehen wir heutzutage in den Freizeitpark. Oh, da freue ich mich schon. Am 25. März ist Eröffnung. Welcher? Wo denn? Heidepark. Ach, oh Ich Gott. bin Dauerkartenbesitzer. Nee, da bin ich gar nicht so. Wir sind Fans. Also mein Radiokollege, der auch das Radio gegründet hat, der kann dir alles, ich wiederhole, alles über die Geschichte vom Heidepark erzählen. Finde ich immer faszinierend. Da stand mal das und das war mal da. Und das war mal ursprünglich aus einem anderen Park und wurde hier wieder aufgestellt. Also ich finde das immer super. So. Soll ich das Krönchen da unten auch machen? Wie du möchtest. Ich mache das Krönchen da unten auch. Also wir haben hier so einen Ring, sage ich jetzt mal, aus kleinen Kronen und unten drunter ist nochmal eine ganz große Krone. Die schminke ich jetzt auch mal. Er gibt sich sehr Mühe, also muss ich ja schon sagen, ne? Ich gebe mein Bestes. Du So. hast da was vergessen. Oh, da ein ist Pünktchen. der Punkt. Jetzt Also wenn aber. schon, denn Wenn schon. schon, denn schon. Da gebe ich dir recht. Gut, dann nimmst du die Magnete weg. Ja. Das tust du gerade für mich. Und dann können wir die Schablone runterziehen, sehe ich. Aha.
Und jetzt hast du einen Kranz aus Krönchen. Das ist dieses 3D, sag ich mal, dieses Emporstehende. Ja. Ich habe nämlich schon so gedacht, boah, ich weiß noch, die war auch mal bei euch in der, ich sag jetzt mal in der Auslage, also in der Ausstellung in Anführungsstrichen. Das war noch in der Weißen Villa, also bevor es in den heutigen Standort ging. Oh. Und da sah ich das und dachte so, wie ist das denn jetzt entstanden? Alles aus Moosgummi ausgeschnitten und aufgeklebt oder so? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Die haben sie doch fertig irgendwo gekauft. So ein bisschen hat das was davon. Ja, eben, deswegen kam ich ja auch drauf. Man denkt, das ist alles in liebevoller Kleinarbeit aufgeklebt, aber es ist gespachtelt. Das ist Postillon. Total cool. Also das finde ich sehr interessant. Wirklich. Also mir macht das unheimlich Spaß. Also das Ding ist einfach, du müsstest jetzt relativ schnell deine Schablone sauber machen, weil das trocknet Das natürlich wird halt. schnell hart, ja. Und dann, gerade wenn du sehr detaillierte Schablonen halt hast, kriegst du, also es ist Ja. ein bisschen Ja, das glaube ich. aufwendiger, die wieder sauber zu bekommen. Klar. Ne? Ja, aber das ist halt so das Prinzip von Schablonen. Beziehungsweise mit Paste. Jetzt nehmen wir uns ein neues Blatt Ja. und können die Schablone eigentlich nochmal benutzen. Ne? Ja. Magnete drauf. Wenn du möchtest, könntest du jetzt mal diese Eisingpaste ausprobieren. Die wird sich gleich auch ein bisschen schon anders anfühlen, wenn du die benutzt. Aber dafür muss ich meinen Rakel erstmal ein bisschen reinigen, nehme ich mal an. Sonst vermischt man das ja und das wollen wir nicht. Piet! Ich lerne dazu. Also es bleibt was hängen, das ist ja schon Es bleibt was hängen. Das war schon letzte Folge so, da warst du ganz erstaunt. So, du hast 3 Stempel mitgebracht, du hast 3 Bürsten mitgebracht, also pro Ratter, Stempel. Ratter. Ne? Hat er mitgedacht. Hat er mal mitgedacht. So, ich öffne es mal. Oh, das ist so metallischer Look, sag ich mal. So ein Glänzen oder so ein Perleffekt. Das ist weicher. Das merkt man sofort, finde ich. Ja. Die ist auch tatsächlich teurer, aber ich finde, man merkt es einfach halt auch. Das ist eine schöne, geschmeidige Paste. Ja, die ist wirklich sehr geschmeidig, sehr cremig schon fast. Also es ist ja wirklich wie eine Creme. Und die haben wir auch in ganz vielen unterschiedlichen Farben. Also auch so ein Goldrosa oder ein Silber, ein Blau und also wirklich richtig schöne Farben mit dabei. Da bin ich zum Beispiel jetzt übers Papier gekommen. Es ist schon ein bisschen Malerarbeit jetzt hier, ne? Also ja. Man könnte damit jetzt auch Rigips verfugen. Wird bestimmt auch nicht schlecht aussehen in der Eisingpaste. Ja, könnte man ja mal ausprobieren. Ja, das wird, glaube ich, zu teuer. Ja, ich glaube auch. Das sparen wir uns mal. Aber also es ist ja schon so ein kleiner Saukram-Ding, ne? Ja, ich merk's. So ein schmieriger. Also es ist schon cool. Weil wie gesagt, ich bin jetzt zum Beispiel leider versehentlich übers Papier gekommen. Wenn man es jetzt nicht noch ausstanzt, dann ist ja jetzt quasi das eigentlich schon versaut, oder? Oder nicht unbedingt. Wenn du jetzt mit einer Kreisstanze rangehen würdest, dann hättest du noch Glück. Ja, das mache ich, dass du jetzt den Bereich nochmal ausstanzt, dann könnte man es damit nochmal retten. Aber sonst kannst du es wegtun. So, ich glaube, ich habe alles. Ja. Nee, Wo? nein, ein Pünktchen. Jetzt bist du aber pingelig. Jetzt bin ich pingelig. Jetzt soll ja auch noch was aussehen. So, jetzt aber. Jetzt darfst du auch selbst die Schablone hochziehen. Ja. Dann nehmen wir mal die Magneten runter. Schick. Ja, ne? Bis auf die Stelle da. Aber ich finde, das ist ein richtig toller Effekt, den du einfach halt überall machst. Also wenn du dich mit Schablonen, wenn du viele Schablonen halt hast, ist das ein richtig cooler Hingucker überall. Ja. Also Auf jeden Fall. egal was du mit einer Schablone bzw. Paste halt dann machst. Das ist richtig, richtig cool. Ich sehe zum Beispiel hier bei der und bei der Krone zum Beispiel bin ich so ein bisschen mehr mit der Spitze dran gewesen. Ja. Macht aber jetzt gar nichts. Jetzt haben wir halt so quasi Kratzer drin. Das macht das Ganze schon wieder so ein bisschen Vintage. Definitiv. Also es ist jetzt keine Abwertung. Also sogar wertet es sogar in dem Sinne wieder auf, wenn man zumindest diesen Stil dann gerade gebrauchen Ja, kann. also gerade mit der Farbe, die du benutzt hast. Ja, cool. Haben wir die Farbe benannt? Die Farbe nennt sich Frosty Pearl Icing Paste. Frosting Pearl. Ja, deswegen. Also es hat auch wirklich so eine Perlenoptik. So Perleffekt. Doch, finde ich Schick. richtig schön. Gefällt Wir mir. müssen die einmal sauber machen. Wir müssen die einmal sauber machen. Okay, ich habe einen Geschirrspüler. Das dauert aber 2 Stunden. Was? Nein, ich habe fließend Wasser im Haus. Ich bereite dann schon mal das nächste vor. Bereite.
Ja, aber wenn du da wirklich nicht schnell genug bist, dann gehen die Löcher einfach echt schnell zu und... Also wie gesagt, es ist ja, also an Stellen, die wir jetzt nicht brauchen, die Löcher und so weiter, die Schablone an sich ist quasi sauber, aber jetzt außenrum zum Beispiel, hier in der Mitte, ist jetzt noch ein bisschen was von dem Pearl zu sehen. Aber ich denke mal, das bleibt ja nicht aus, wenn man eine Schablone mehrfach benutzt, dass die mal auch irgendwann benutzt aussieht, oder? Ja, natürlich. Natürlich, das ist so. Aber deswegen ist es wichtig, finde ich jedenfalls, dass man halt schnell die sauber macht. Gerade, wie du schon sagtest, wenn da Feinheiten drin sind, so jetzt in dem Fall sind es die ganzen kleinen Pünktchen von den Kronen, die würden ganz schnell dann sonst zuwachsen. Definitiv. Und wie gesagt, ich habe Schablonen, da sind die Punkte wirklich so fein. Ja. Da musst du eigentlich, also gehe ich öfter dann vorsichtig mit dem Skalpell dann halt in die Löcher und das dann da wieder raus. Das wäre sonst meine Frage gewesen. Da könnte man ja zur Not mal so mit einer Stecknadel oder einem Skalpell oder so, da einmal rein und das sauber machen. Ja. Gut. Das nächste. Ja. Wir nehmen mal die Schiffe. Die hast du da ja noch nie. Ja, die Papierschiffchen. Ja. Und wir gehen ein bisschen, also ich lege dir jetzt mal ein Schmierblatt quasi halt dahin. Ja. Auf dem anderen Blatt legst du deine Schablone drauf, machst die wieder fest. Okay. Und du kannst Paste mischen mit Farbe. Das heißt, wir nehmen jetzt die weiße Paste. Ja. Dann nimmst du dir halt was raus. Und dann können wir einmal das mit dem Pigmentsprüh einmal vorsichtig, also da kommt ordentlich was raus, müssen wir vorsichtig sprühen. Oh. Und dann können wir das anmischen. Noch ein bisschen? Ja, nimm. Was kostet die Welt? Ich nehme eine Cola. Noch mehr? Nee, ist alles gut. Weil dein Blick, weiß ich nicht, ist manchmal nicht zu deuten, ob das Skepsis ist oder... Nee, ich beobachte. Ach so. So, jetzt legen wir das große Blatt einmal da unter. Ja. Sonst ist mir das mit dem Tischdecke und deinem Sprüh hier, also meinem Sprüh, ein bisschen zu gefährlich. Ich sprühe. Du sprühst, ich rühre. So, das könnte eigentlich schon reichen. Dann hast du so einen kleinen ja genau, warte. Und jetzt gehst du schön mit deiner Paste über die Schiffe rüber. Ich gehe mal über die Schiffe rüber. Nimmst du gleich das Größte, ne? Ja, klar. Ja, logisch. Das Containerschiff unter den Papierschiffchen. Ja. Also wir haben ein Schimmerspray genommen und haben das jetzt mit der Paste versprüht. Mhm. Und ich finde, es ist richtig cool. Es hat einen schönen Ton. Es ist nicht zu doll, es ist nicht zu viel. Ja. Es schimmert halt leicht durch. Was sagst du? Du siehst sehr skeptisch aus. Nee, ich bin einfach nur, nennen wir es mal neugierig. Also ich denke so, okay, was wird wohl jetzt aus dem großen Schiff zum Beispiel? Weil das ist doch ganz schön, weil das eine große Fläche ist, die man spachteln muss. Ja. Ist das schon gar nicht so leicht, dass das dann auch wirklich... Probier mal bitte mit dem Spachtel das. Also mit dem anderen, mit dem Nuvo. Mit dem Gummi. Mit dem Kuchenrakel. Ja. Sieht wirklich so aus, wie als wenn wir jetzt gleich backen wollen. Okay, dann zieh mal hoch und dann gucken wir uns mal das Ergebnis an. Ich bin auch gespannt. Ich nehme mal die Magneten wieder weg. Was ich bei Schablonen schwer finde, ist einfach diese Vorstellung, wie es da unter aussieht. Ja, das stimmt. Okay. Ja gut, da bin ich jetzt ein bisschen drüber. Ja, bist du. Aber du bist ja auch 3-4 Mal rübergegangen. Das ist ja Minimum, ja. Das wird ja ein bisschen feucht, dadurch weitet sich, dadurch die Schablone nicht mehr richtig auf dem Papier und schon hast du... Und dann, also man muss es eigentlich nach Möglichkeit mit einem Zug hinkriegen. Und jetzt ist der Moment gekommen. Ab jetzt fällt uns erst auf, nach einer halben Stunde Aufnahme, dass Jazz-Mikrofon längst aus ist und gar keine Aufnahme mehr macht. Also teilen wir uns ab jetzt offiziell eins. Ob das klappt? Bist du sicher, geht das? Ja, das geht. Na gut. Musst du nur ein bisschen lauter sprechen. Ich jetzt? Ja. Okay. Das kriegen wir schon hin. So, nur mal ganz kurz. Wir haben es jetzt erst bemerkt, weil wir gucken ja nicht die ganze Zeit auf die Laptops. Falls sich jetzt die Tonqualität geändert hat, wir müssen uns jetzt ein Mikrofon teilen. Technik, die begeistert. So, wo waren wir jetzt? Ich sollte erstmal reinigen. Sauber machen, genau. Wir sollten sauber machen. Also, ich kann ja natürlich auch helfen. Aber du machst das sehr gut. Danke. Stand immer in meinem Zeugnis. Er war stets bemüht. So, ich dachte, du kannst gut sauber machen. Nee. Das packen wir weg. Wir nehmen jetzt durchsichtige Paste. Ja. Und machen ein bisschen Glitzer rein. Oh.
Und das ist die durchsichtige Paste. Und diesmal nehmen wir die richtig coolen, großen Kuchenschaber. Ja, die kenne ich. Damit macht man zum Beispiel auch so Klebefolie auf Autos. Ja. Oder man kann da Brötchenteig mitmachen und hier diese Schlitze rein. Was an den Dingern richtig cool ist, also ich weiß nicht, wie sie wirklich halt in groß heißen, wenn du mehrere Farben von Paste halt hast, kannst du die nebeneinander hinmachen, so 1, 2, 3 und ziehst mit dem Ding komplett einmal über die Schablone mit allen 3 Pasten rüber. Ach so. Ja, auch nicht so richtig so. Und dann hast du Regenbogen. Dann hast du einen Regenbogen. Ja. Also das Ding hier ist verbrauchersicher verpackt. Du kannst das bestimmt besser, du hast ja den Dreh raus. Ja, ich hab das ja auch jeden Tag in der Hand. Eben. Ja. Guck mal. Zack, Und zack, schon. zack. Fertig ist. Fertig ist. Richtig? Ja, das riecht wie so ein Farbeimer. Oh, okay. Also so dicht war ich noch nicht mit meiner Nase da dran. Du nimmst dir wieder Paste auf das Blatt Papier, auf unser Schmier. Warte, wir drehen mal um. Ja. Und wir nehmen jetzt so ein Wow Glitter Sparkless. Sparkless. Oh, hast aber ganz schön gut drauf gehauen, ne? Ja. Sonst soll ich nicht so geizig sein. Und wenn man denn, also Wenn wie man es auch macht. Ja, ich bin eine Frau. Was willst du erwarten? Okay, wir nehmen die Schablone aus Blatt Papier, machen schnell mit dem Magneten fest. Dann versuche ich mal mein Glück. Bin ich mal gespannt. Ich auch. Ich habe auch mal gehört, dass man statt Pigmente oder Glitzer zum Beispiel auch Nachfülltinte in die Paste reintun kann. Okay. Ja. Für die Stempelkissen, weißt du? Ja. Das soll auch funktionieren. Das stelle ich mir auch vor, dass das klappt. Das ist ganz schön cremig bei dir, ne? Das ist sehr cremig, ja. Ui. Aber geht auch. Das geht auch. Das geht auch. Das sieht gut aus. Da ist auf jeden Fall Glitzer drin. Calamari heißt die Farbe. Das ist schon cool. Sieht geil aus. Ja. Guck mal, der nicht auch noch. Das ist echt cremig mit dem durchsichtigen Paste und dem Glitzer, ne? Das ist wirklich, ja, das ist schon fast dünnflüssig. Also es ist wirklich sehr, sehr cremig. Wir haben hier ein bisschen rumgesaugt. So. Ja, aber es ist halt Paste. Das, ja, eben. Es klebt, es schmiert, es macht Dreck. Ich mag das total gerne. Ey, komm, die Krone sieht Die mega sieht doch aus. super, ja, wirklich. Die sieht richtig. Wir müssen euch unbedingt ein Foto davon machen. Das machen wir. Müssen wir schön trocknen lassen. Das könnt ihr dann wieder auf Instagram sehen. Einmal trocknen. Und wollen wir das nochmal mit der Nachfülltinte ausprobieren? Ich habe ja welche mitgebracht. Ja, sehr gern. Ja, dann Muss würde ich sagen, wieder- die weiße Paste nehmen wir, glaube ich, wieder, ne? Noch erstmal wieder sauber machen. Ey, komm, aber ein bisschen Spaß macht es schon. Ja, es macht auch Spaß. Wer macht nicht gern was dreckig? Ja, Und dann kommt trotzdem was Schickes dabei das ist raus. wie im Sandspiel von damals. Ja. Ja, so Matschepampe. Matschepampe. Ich habe so gerne Sandsuppen gemacht. Dann habe ich noch Blümchen gepflückt und Rasen und Äste und alles, was ich gefunden habe, musste in die Suppe rein. Mhm. Du auch bestimmt. Ne? Ja, natürlich. Ja. Anders ging nicht. So, So. hast du aufgepasst? Nee, hast du nicht. Nee, habe ich nicht. Weiße Paste. Wir nehmen Weiße weiße Paste. Paste und dann hauen wir da mal ein bisschen von dem Nachfüller einfach mal rein Ja, und gucken, was passiert. das finde ich gut. Brauche ich ja bestimmt wieder was zum Anrühren, oder? Oder wie meinst du das jetzt? Stimmt. Entschuldige bitte. Nein, alles gut. Ich frage ja nur. Ja, nehmen wir die Kirschen und dann nehmen wir rot. Guck mal, ich habe Rot geht immer. von The Stamp Market habe ich Focia. Okay, Das passt doch gut. das klingt auf jeden Fall gut. So ein paar Tröpfchen werden wohl reichen, nehme ich mal an. Ja, ich würde auch tatsächlich nicht so viel machen. Oh, krass. Das ist ein Farbton. Das ist jetzt mal wirklich ein Farbton und ich habe nur Alter 2 Tröpfchen Schwede. benutzt. Mehr nicht, nur 2 Heftig. Tröpfchen. Aber für Kirschen ideal. Oh, das ist ja schon Neon. Das geht wirklich in Richtung Neon Pink. Wir haben neonfarbene Kirschen. Heftig. Hätte ich aber nicht gedacht, dass es so krass mit Nachfüllern ist. Pac-Man-Kirschen. Ich glaube, bei so viel macht das echt Sinn, diesen großen Teigschaber zu nehmen. Ja, Willst du mal probieren? ja, gerne. Ich überreiche dir feierlich. Moment.
Bitte gedulden Sie sich einen Augenblick. Ist okay. Ist okay. Vielen Dank. Sehr aufdringlich. Aber jetzt stören so ein bisschen die Magneten, ne? An der Stelle jetzt ja. Ah, das geht aber gut. Doch, ich finde das mit dem großen Teigschaber echt cool. Weil das auch echt so gleichmäßig ist halt, ne? Ja, Wenn du so genau. eine große Fläche hast an Schablone. Eben, genau. Man muss nur alles treffen. Aber musst du doch gar nicht. Das ist wie bei den Oxyden. Du musst ja nicht die ganze Schablone machen. Okay, dann lassen wir das. Dann hören wir jetzt mal auf. Ta-ta-ta-ta. Oh, krass. Heftig. Hat was. Ist halt knallig. Ist richtig schnell. Aber wenn du ein bisschen mehr vielleicht Farbe reingenommen hättest, wäre es vielleicht richtig so ein Tiefes Rot. so tief Kirschrot gewesen. Ja. Ja, ich wollte jetzt auch nicht, weil ich Nee, nicht weiß, hätte ich- wie ergiebig das ja ist. Ja, hätte ne? ich jetzt ja auch nicht gewusst, wie, aber ich finde das mega. Gut, ich muss hier Hammer. nachher mit dem Kercher durch die Küche, aber ansonsten, Was? was? Interessant. Also da ist ja wirklich auch wieder mal der Kreativität keinerlei Grenze gesetzt. Nee. Ich hätte jetzt noch eine Sache, die wir ausprobieren müssen. Ja, Und zwar die 3D-Paste. ja, gerne. Ja, da habe ich nämlich auch noch nie gemacht. Aber wir hatten das mal im Lagerfeen-Video. Wir haben hier richtig rumgesaugt, ne? Ja, haben So. wir. Das ist Müll. Das ist Müll. Wir müssen mal kurz hier aufräumen. Und eine Schere brauchen wir. Schneid mal ein Stück ab. So? Ja. Na, Herzlichen Dank. sehr gern. So. Das ist von Sissis eine 3D-Paste. Ja. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Ich bin nämlich nicht so gut in Aussprechen. Und eigentlich ist diese Folie eine Hotfolie. Das heißt, es gibt Stanzen, die du erhitzen kannst, die Ja. du ins Papier einbrennst. Oh, ich will Ach das so. nicht aufmachen. Du mal eben bitte. Und die verwenden wir jetzt einmal eben anders. Ach, bei dir sieht das leicht aus. Okay, ja, ist gut. Ist ja gut. Habe ich verstanden. Haben wir So. noch eine Schablone, die sauber ist? Negativ. Oh, da. Den Tannenbaum. So, die machen wir einmal fest. Wenn das funktioniert, glaube ich, könnte das richtig cool aussehen. Also, der Plan ist, ich habe selber, wie gesagt, noch nicht gemacht. Ja, Paste machen wir jetzt über die Schablone auf Ja. das Blatt Papier. ja. Und dann ist die ein bisschen klebrig. Jedenfalls wurde mir das so gesagt. Und dann kannst du mit der Folie darüber gehen und die festdrücken. Ja. Und dann soll quasi halt die oberste Schicht von der Folie da drauf kleben bleiben. Ach so. Und das probieren wir jetzt mal aus. Das probieren wir mal aus. Wie du es möchtest, ob du den kleinen Spachtel nimmst, ob du deinen Kuchenschaber Ich nehme nimmst. wieder meinen Kuchenschaber. Ja, den hast du jetzt so ein bisschen lieb gewonnen, ne? Ja, den mag ich. Ich mag den auch lieber, wirklich. Ich finde, der liegt auch ein bisschen besser in der Hand. Dadurch, dass der aus Gummi ist, gibt er ja auch ein bisschen nach. Ja, Und du kannst das besser mit glatt streichen. finde ich auch. Während du jetzt bei dem, den ich vorhin benutzt habe, aus Kunststoff, da ziehst du auch schnell dann unfreiwillig den Furchen wieder rein, die du eigentlich gar nicht haben willst. So, dann wollen wir mal ein bisschen hier. Lässt sich auch gut verteilen, Die ne? lässt sich sehr gut verteilen, ja. Also ich finde, ich habe sie noch nie ausprobiert, aber ich finde, das sieht man schon. Ist auch ziemlich dünnflüssig. So, ich glaube, ich habe alles. Dann wollen wir mal. Wir ziehen die Folie ab. Das sieht So. schon sehr geil aus. Das ist schon also schick. Auch ohne Folie, Ja, das sieht muss wirklich ich schick ja aus. schon mal sagen. Okay. Daumen drücken. Ich gebe dir die Folie. Jetzt darf ich das machen. Ja, natürlich, natürlich. Ich muss ja irgendjemanden anlabern können, wenn wir das verkacken. Oh, warte. Du musst... Ja, nee, doch, ist richtig, ist richtig. Das hat so schön geglänzt gerade. Mach es nicht kaputt. So. Mach es nicht kaputt. Ja. Oh. Leider nicht. Vielleicht muss man einen kleinen Augenblick warten. Ja, ich glaube schon. Das kann sein, dass wir die falsche Seite genommen haben. Ja. Ja, okay. Gut. Aber ich glaube, wir müssen es trotzdem ein bisschen trocknen. So, Okay. das haben wir. Dann lassen wir das jetzt ein bisschen trocknen. Ja. Und in der Zeit machen wir die anderen Schablonen mal sauber. Eine Ewigkeit später.
So, wir haben jetzt mal eben alles fleißig abgewaschen und gereinigt. Jetzt ziehen wir mal... Oh, jetzt geht es schon schwerer. Jetzt ist er schon ziemlich fest. Unsere Schablone einmal runter. Und jetzt einmal die Folie drauf. Na, dann gucken wir mal. Ja. Das hat doch geklappt. Guck mal, hätten wir jetzt noch ein bisschen mehr drauf getuppt, wäre es wahrscheinlich richtig alles gewesen. Ja. Also für den ersten Versuch auf jeden Fall cool, dass das auf jeden Fall klappt. Ich denke auch. Also hätte ich jetzt auch nicht so gedacht. Das ist ja auch so das erste Mal. Willst du mal? Ich mach Da mal. oben. Da oben. Da oben. Das ist schon cool. Wenn man weiß wie, ist das eigentlich eine tolle Sache. Ich mag ja dieses Rumkleben, ne? Das ist deins, ne? Ja. Aber das Aufräumen mag ich nicht. Nee, wer mag das schon? Doch, das ist richtig toll. Wenn du das jetzt zu Weihnachten oder so noch irgendwie mit so ein Band rum oder, keine Ahnung, einen schönen Spruch darunter oder da drüber. Das ist schon mega. Das hat was. Sehr geil. Guck mal, Paste. Paste ist so vielseitig. Denkt man eigentlich gar nicht. Nee, also dass da so viele Sachen möglich sind, das finde ich auch sehr interessant. Guck, und ich habe sogar auch heute gelernt. Ja, siehste, haben wir Mit was gemeinsam gelernt. Nafelfarbe und hier unsere Folie. Wie hieß die Folie nochmal? Es ist Hotfoil-Folie. Ah, okay. Gott, ist das ein schwerer. Auch so ein Zungenbrecher könnte passieren, ne? Ja, junger Mann. Ich glaube, dann habe ich dir heute alles gezeigt, was ich selber weiß und noch nicht wusste. Sehr, sehr interessant mal wieder. Was schwärmt dir denn so für nächste Woche, für nächste Folge vor? Wozu hast du denn Lust? Ich zum Beispiel, weil wir das jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben, würde gerne mal diese Wasserschiebefolien kennenlernen. Was man damit macht und wie die funktionieren. Ja, das können wir machen. Cool. Machen wir Wasserschiebefolie. Sehr schön. Alles Ich klar. freue mich drauf. Und dann erstmal wieder vielen Dank für deine ganzen Infos und für alles, was du hier so mitgebracht hast. Ja, ist ein bisschen viel immer, ne? Ja, da kommt einiges zusammen. Ja, man erschreckt sich auch selber immer so. Und dann musst du das jetzt zu Hause auch alles wieder wegräumen. Das ist ja immer so. Das kommt ja doch dazu. Du nimmst ja gleich wieder alles mit. Ja, und das bleibt auch eine Woche stehen, bis in die nächste Folge gemacht wird. Oh, Schande. Gut. Wir wünschen euch auf jeden Fall jetzt einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Wir sind nun zwar am Ende dieser Podcast-Folge angekommen, aber schon nächste Woche geht es weiter. Abonniert gern unseren Kanal, um keine Folge mehr zu verpassen. Habt ihr Themenwünsche, die wir zukünftig im Podcast besprechen könnten? Dann schreibt uns gern eine Mail an huhu@kreativdepot.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, ausgestanzt und ausgefragt.